Bonjour, mesdames, messieurs. Comment ça va? Aujourd'hui, j'ai présenté la Bretagne et golfe du Morbihan. Vers Gravinis préhistorique. Sur notre droite d'ici quelques instants. Et c'est là directement pour rejoindre donc le port du Lériot, port principal de l'île Moine. Nous allons nous arrêter pendant quelques minutes, puisque certains d'entre nous vont déjà nous quitter. De maintenant et pendant un petit bout de temps. Et juste devant cette côte, vous apercevez Et voilà, von Wann zur Natur Ilomon mit seinem weitläufigen Krummlich Kerbonan und dem Dolmen Pen Hab. Die Erkundung nur mit Velo. Die Insel ist frei von Autos und Bussen. Goodbye. Der kleine Petit Dolmen, der war ganz schön versteckt. Den habe ich lange nicht gefunden. Hier ist er wohl. Mal sehen. Wo er ist. Kommt er noch? Da sehe ich was. Er kommt. Der kleine Dolmen. Ja. Sehr gut. Da steht er ja, der Gute. Ich habe ihn gefunden. Der kleine Dolmen wird von Forschern mit Sonnenwind und Mondphasen verbunden. Heute ist Sonnenwende.
Eine kleine Reederei auf dem Weg zum Dolmen. Voilà, je suis là. Ich sitz in der sanften, weichen Stille vom Dolmen Ben Hab, walisisch Hügelerhebung, nahe vom Meer. Dieser Dolmen, der ist der einzig erhaltene von einer Reihe von Anlagen. Ursprünglich war er von einem 80 Meter langen Kernsteinhügel bedeckt. Die Kerns, das sind ja die typischen Hügelgräber, unter denen liegen Dolmen, auch Tische der Riesen, verborgen. Frische Tangluft durchströmt die flirrend heiße Luft mit einer Brise vom Meer. Die Stille, die trägt mich mit sich an einen anderen Ort außerhalb der Welt. Zarter Geißblattduft liegt süß in der Luft. Ciao, ciao, au revoir. Heute ist starker Seegang an der Britanniaküste. Wagemutig schippern wir durch die aufgewühlte See. Unser Captain schaltet den lauten Motor aus und hisst die Segel. Schwerelos vom Wind getrieben, gleiten wir über das tosende Wasser. Unser Boot umschifft vom Eiland Locmariaquea zur Bretoneninsel ein paar kleine Inseln. Die Wellen peitschen, hoher Seegang wechselt ab mit Sturmböen. Es tauchen ins Meer laufende Megalithe auf. Schnellboote sausen an uns vorbei, die Besitzer haben es eilig. Segelschiffe gleiten, sich elegant in den Wind legend über Wellen. Das herrlich klare Wasser ist trügerisch. Unterirdisch fließt der Fluss Orey. Er sorgt für Verwirbelungen, Strudel und heftige Wassereinbrüche.
justement entre les deux vitesses de circulation. Les endroits à travers les arbres, en fait, qui a été construit sur un cairn avec les pierres d'un cairn. Dans le temps, on se prenait moins la tête. Im diesigen Nebel taucht vor uns die Petite Belle Perle vom Golfstrom aus den Tiefen auf. Der prähistorische Dolmen von Gavrinis, bretonisch Gav-Inis, die Grotteninsel. Das Monument reicht in sehr alte Zeiten zurück. Seit 2025 ist es UNESCO-Weltkulturerbe. In seinem Innern gibt es eine 14 Meter lange Allee Convert, die gehört zu den schönsten Anlagen der Jungsteinzeit. Lange Jahrtausende liegt der Dolmen unerkannt verschüttet. Er war damals, vor 6200 Jahren, noch mit dem Festland verbunden. In seiner Zeit war der nacheiszeitliche Meeresspiegel 5 Meter tiefer gelegt. Gavrinis Dolmen. Und das ist die Besonderheit. Diese 3 Löcher mit Stegen in einem der Orthostaten, so nennen sich die Tragsteine, das fasziniert mich. Archäologen deuten sie als Durchschlupf der Seele. Kann das eigenartige Gebilde vielleicht eine vorsinnflutliche Steinflöte für Tonfrequenzen sein? Die Kühle im Dolmen ist Genuss. Um mich sind mächtige Steinquader, spiralig gehämmert. Wählten die Gavriner den Ort kenntnisreich aus, weil er ein hohes Energielevel hat? Sie könnten jedoch auch eine vormalig ältere Stätte weiter genutzt haben. Dafür sprechen die umgedrehten Monolithe im Ganggrab. Ihre Gravierungen haben einen ganz anderen Stil und sehen verwittert aus. Die Oberflächen der Gangsteine, durch die ich gerade gehe, wurden erst glatt geschliffen, fand der Archäologe Kassen heraus, um dann neu eingekerbt zu werden. Hier sieht man gut die Bearbeitungstechnik. Es wurde nicht geritzt, sondern geschlagen. Hatte man frühere Kerbungen entfernt? Eine unvorstellbare Arbeit am Granit. Was war ihnen so wichtig? C'est excellent pour la santé, erinnere ich mich ans Gespräch mit einer älteren Einheimischen. Sie empfiehlt, eine halbe Stunde im Kern zu verweilen. Es wird etwas auslösen, zwinkert sie mir zu. Morgen, wenn es der Seegang zulässt, komme ich wieder und bleib länger. Hier erkennt man gut die Flutungsbereiche.
An der Uferpromenade von Loch Maria Kea und am Port ankern viele Segelboote und Yachten. Nach Gavrinis kann ich erst wieder in 3 Tagen wegen dem starken Seegang. Der bretonische Kunstmarkt von Loch Maria Kea ist eine Verlockung. Livre sur l'histoire de ma famille. Ok. Si je voulais faire une première de couve. Je fais pas les humains. Der Stand mit grüner Spirulina, einer Mikroalge, passt gut ins hiesige Meeresmilieu, finde ich. Ich befürchte fischigen Geschmack, doch die knackige Meeresalge schmeckt fruchtig lecker. Der Züchter Pierre Maurice erklärt mir die Schutzwirkung des Antioxidants. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Das lässt sie wieder leuchten. Pierres Petit Metier, eine süße kleine Spirulina-Farm, liegt gleich einige Buchten weiter. Die Bucht lädt zum Schnorcheln im tiefgründigen Meerwasser ein. Das Meer hat so eine frische Schönheit. Im tiefblau-klaren Wasser habe ich den Eindruck, ich bin mit dem Meer befreundet. Etwa mit dem Geist der sagenumwobenen Meereszivilisation Mu aus alter Zeit? Bretonen leben aus dem Meer. Frische Muscheln sind alltägliche Kost, genau wie die gereifte Käsespezialität. Und süße Tomaten vom Markt. Ein guter Body braucht Bewegung, besonders an so einem schönen Ort. Voilà, ich bin wieder in Gavrinis. Hier sieht man das Einkerbungsmuster vom Lochstein gut rekonstruiert. Hier stehe ich unter der massiven Granitdeckplatte, die aus Loch Maria Kea kommt. Sie ist ein zerbrochener Teil von einem 14 Meter hohen Megalithen vom Table de Marchand. Man kann noch die gebrochenen Eingravierungen von Urochs und Wal sehen, die sich da fortsetzen. Wurden einfach zerbrochene Menhire der Vorzeit neu genutzt und praktisch verbaut? War die Erinnerung an die vorherigen Zeiten und Gründe für die Aufstellung der Kolosse erloschen? Oder wurden alte Systeme bewusst zerstört und neu aufgebaut? Lasergescannte Archäologie bringt eine dreidimensionale Darstellung von Gavrinis. An den 23 Stelen entdeckt man an ihrem Flechtwerk von abstrakten Linien und Spiralen winzige Ockerreste. Die Gravuren setzen sich laut der Forschung vom Archäologenteam Serge Cassin an der verdeckten Rückwand ebenso mit Löchern und abstrakten Mustern fort. Dieser Feuerstein und polierte Doleritaxt sind in Resten von Holzkohle am Kern gefunden. Man vermutet eine Holzfassade um den Kern und eventuell einen zweiten versteckten Gang. Holzkohle
kann man Radiokarbon datieren. Die Dolmensteine könnten durchaus älter als die Holzbauten sein. Die damaligen Menschen, Frauen wie Männer, liebten Stein- und Perlenschmuck. Ihre Gräber waren übervoll damit. Sie waren auch firm in der Kunst der Trepanation und Prothesen. Eine Ohrprothese aus einer Muschel. Hinter den Messungen und offiziellen Daten verbirgt sich da noch weiteres, nicht Ergründetes. Manche Eingeborene sprechen von einer besonderen Ausstrahlung ihrer Kultstätte. Außerhalb der Touristensaison halten sie sich gern dort auf. In uralten Menschheitskulturtiefen schlummern noch Geheimnisse, die auf Entdeckung warten. Mein Hotel La Voile in Locmariaquer, das liegt direkt neben der historischen Kirche Notre-Dame de Chartres. Seine Kühle und das Flair tausendjähriger romanischer Gewölbe ist ein Genuss. Heute singt ein bretonischer Chor vor dem neuen Altarstein mit eingravierten Gavrineспiralen. Ganz Bretagne ist übervoll mit Megalithzeugnissen einer längst vergangenen Kultur. Frankreich erforscht und renoviert sie zu ihrer Ursprünglichkeit und stellt sie der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Was ich aus der schönen Bretagne mitbringe? Viel Liebe zu Schönheit und Genuss, Toleranz der Bretonen zur Vergangenheit. Inspirationen und Leben aus und mit der Natur, Sauberkeit, Respekt und Umsicht mit der Umwelt. Natürlich die exquisiten Crêpes mit dem bekömmlichen Mehl und die zauberhafte Akrobatik und Petit-Neckereien beim Bummeln. Zu guter Letzt habe ich den DGV Inouï genossen, ein adretter, moderner, sauberer und pünktlicher Zug. Voilà, ma voyage en Bretagne était magnifique. Au revoir, à bientôt.